Yeah, so great to have you here again. Welcome. Mahalo. Mahalo. Thank you so much. Thank you so much. I would like to go ahead and can we start? Kalamai. Yeah, it's such a blessing that you are here with us today from Hawaii and Kauai. I hope I'm right. Yes, thank you for having us. I'm on the island of Kauai. Yes. Ja, schön, dass ihr alle da seid. Ich mache die Übersetzung heute und herzlich willkommen an Kumu Kahealani und Kumu Kahililaulani. Kumu Kahililaulani ist von der Insel Kauai und Kumu Kahealani ist von der Insel Hawaii. Und so welcome everyone. Welcome. Willkommen an euch alle. Aloha. Hi, aloha. 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 O naunai tahala me kalehua. He halilehua no ia na kanoe. O kauno. No oia hiki pu no me ke aloha. Aloha e, aloha e, aloha e. Mahalo. Again, thank you for having us. My name is Kahililaulani, Alapa'i. Also nochmal vielen Dank, dass wir heute hier sein können. Mein Name ist Kahililaulani Alapa'i. I am from the Pai'aina of Hanalei, Kauai, the district of Halilea. Beautiful Hanalei. Und ich komme aus dem Distrikt Halilea, aus Hanalei auf der Insel Kauai. Yes, I live here in the Hanalei area, and would like to share the source of my knowledge and my wisdom comes from my kupuna wahine, which is my grandmother, and her name is Edith Keolana Ka'el. I also would like to recognize my mama, Jean Kavehio Napua Ka'el. And these are my mentors while I was growing up, and they taught me a lot of things that a woman needs to know, the feminine side. And also my dad was also the one to teach me what I needed to know on the male side, yes. Okay, Mahalo. So, ich fasse dann immer jeweils zusammen. Also, das ist der Ort, von dem ich herkomme, Hanalei. Das ist meine Heimaterde, wo ich lebe. Die Wurzel meines Wissens stammt von meiner Großmutter, Edith Kaeo, und von meiner Mutter, Jeanne Kaeo. Und natürlich haben mir diese beiden Frauen alles beigebracht, was eine Frau wissen muss. Und natürlich habe ich auch viel Wissen von meinem Vater übernommen. Mahalo. I also would like to recognize my mentor, my late husband, Kumu Alapa'i. He's now in the Levelanis, but he's also near me all the time to mentor me throughout our work that I've learned. And now that I'm the carrier of this work, oponopono and oponopono lomi lomi, I have a responsibility now to pass it on to my children so they can carry on the family tradition. An dieser Stelle möchte ich aber auch meinen verstorbenen Ehemann, Kumu Alapa'i, ehren. Er war mein Mentor, er hat mir sehr viel beigebracht und ich bin jetzt diejenige, die die Linie fortführt mit Ho'oponopono und mit Ho'oponopono Lumi Lumi und das jetzt an meine Kinder und an meine Enkelkinder weitergebe. Und das war eine ganz wichtige Zeit für mich. Und auch wenn er jetzt über den Regenbogen gegangen ist, ist er trotzdem immer ganz nahe bei mir und ist auch hier jetzt mit uns dabei. Vielen Dank. Mahalo. Aloha kako. My name is Kahealani Alapa'i. Aloha. I am the daughter of Kumu Alapa'i and Kumu Kahililaulani Alapa'i. I live in Puna, Hawaii, on the big island of Hawaii, on the easternmost point of Hawaii Island. I am a mother of 4.
I'm also the president of Lama Lama Ka'ulu and Ahahui Lomi Lomi of Hawaii. We are so honored to be here to share our knowledge and our ike. And I just want to mahalo my mama, Kumu Kahililaulani, for bringing in our kupunas and ancestors, because when we speak their name, they come, and they can help us guide us through. So I'm hoping right now that they are joining us right now before we start this beautiful presentation. Mahalo nui. Ja, vielen Dank. Mein Name ist Kahealani Alapa'i. Ich bin die Tochter von Kumu Alapa'i und von Kumu Kahililaulani Alapa'i. Ich lebe in Puna, das ist die östlichste Spitze der Insel Hawaii, auch unter dem Namen die große Insel bekannt. Ich habe 4 Töchter. Ich trage zum einen die Familientradition weiter, aber ich bin auch Präsidentin von Lama Lama Ka'ulu und von der Lumi Lumi Association of Hawaii. Und ich möchte hier mich nochmal bei meiner Mutter bedanken, dass sie daran gedacht hat, unsere Ahnen hier mit hineinzubringen. Es ist ganz wichtig, dass wir von Anfang an um ihren Beistand und die Begleitung bitten, sodass sie uns mit ihrem Wissen hier unterstützen können. Also, I would like to just quickly introduce our haumana, our family haumana, Manaleo Inge Pot. She was my father's translator, and I'm so thankful to her that she continues with this pohana and our teaching, being the bridge between the languages. Mahalo, Manaleo. Ja, vielen Dank. Das war die Vorstellung von mir. Mein Name ist Manaleo Inge Pot und ich habe Kumu Alapa'i begleitet auf allen seinen Seminaren. Wir kennen uns schon sehr lange. Und das war der Dank jetzt an mich, dass ich die Familie, die Ohana, schon so lange begleite und als Brücke nicht nur zwischen den Sprachen, sondern auch den Kulturen hier mit dabei bin. Vielen Dank. So mahalo again for being with you. Such a pleasure and fun to play. Vielen Dank, dass ich wieder dabei bin und ich freue mich drauf, wieder gemeinsam mit euch zu spielen. Danke von mir. Thank you again from my side, from our side, that you're here. We feel very blessed and excited to listen again to your deep wisdom. It's such an honor that you're sharing with us. So, such a pleasure. Thank you. Mahalo. Ja, und auch von meiner Seite ein ganz großes Dankeschön, dass ihr wieder dabei seid und wir die Ehre haben, an eurem tiefen Wissen teilzuhaben, dass ihr mit uns hier gleich auch teilen werdet, wie ihr das auch schon davor gemacht habt. Mahalo, vielen Dank dafür. Danke. Und dir danke, Alicia, dass du das so großartig organisierst. And big mahalo to Alicia that she's putting such effort and power into organizing this and leading everyone to this beautiful opportunity to learn and to play together. Mahalo. Mahalo, Alicia. Yes. Thank you for being, again, a bridge. Connecting all of us together in this interesting time. Mahalo nui. Ja, auch eine weitere Brücke, die uns hier alle verbindet in diesen interessanten Zeiten, in denen wir gerade leben. Vielen Dank dir dafür. So should we begin? Yes. Maybe we can again mention the material. I mean, I sent an email, but I hope everybody have it. If not, they can still now run in the kitchen. And if for some reason they don't have salt or water with them, it's okay. It's really about intention too. So. Also es ist nochmal ganz gut vielleicht für alle, die das nicht gelesen haben, dass ihr jetzt nochmal die Gelegenheit habt. Es war die Bitte, dass ihr eine Holzschale oder ein kleines Keramikgefäß oder auch ein Glasgefäß habt und ein bisschen Wasser habt und Meersalz dazu oder Salz dazu. Wer das noch nicht bereitgestellt hat, bitte holt es jetzt. Wenn ihr nichts zur Verfügung habt, hat Kumu Kahealani jetzt gerade auch gesagt, es zählt die Intention. Ihr könnt natürlich immer mit eurer Vorstellung arbeiten, das ist genauso gut. Wenn ihr es physisch da habt, umso besser. Danke.
Mahalo. Das haben wir jetzt getrennt, Inge, oder? Also ich habe es jetzt noch nicht zusammen gemacht oder sollen wir das jetzt irgendwie vermischen, Wasser, Salz, schon getrennt, oder? No, the question is, should we just already mix it together or just leave it separate, the water, the bowl and the salt? Great question. Great question. We're going to need a little bit of salt. And then in a moment, we're going to have water and salt. So. Also zuerst brauchen wir die Dinge einzeln und dann werden wir sie zusammenfügen. Mahalo. And I just would like to explain the salt process. We call salt in Hawaiian is called pa'akai. Pa'akai. In Hawaiian culture, we believe that when we go into the ocean, yes, when we go into the ocean, we let everything that does not serve us, we let it go in the ocean. The ocean is our mother that takes it away from us. Yes, and that is because of the salt content in the ocean. So I do not have the ocean for you this morning here in Hawaii, but we do have the main ingredient, which is salt. I'm going to pause. Okay, wir machen immer kleine Pausen. Also, ich möchte euch ein bisschen über den Prozess oder den Ablauf erklären, den wir gleich machen. Salz heißt auf Hawaiianisch Pa'akai. Und wir glauben daran, dass der Ozean unser größter Heiler, unsere größte Heilerin ist. Und wir gehen ins Meer und wir tauchen unter und wir vertrauen darauf, dass alles von uns abgewaschen wird. Der Ozean ist unsere Mutter und es ist das Salz im Ozean, das diese Funktion hat, uns zu klären, uns zu reinigen, das Meersalz. To us, salt is our biggest cleanser. Spiritually, internally, we take it. We even put it in some of our la'al, in our herbs and our tonics. Salt is a cleanser for us. So it's, I am so thankful that we have this mineral in our life to help us, especially with this interesting time that we're in. Ja, und Salz ist für uns eben unser größter Reiniger, der uns reinigt, der uns klärt, und zwar nicht nur von außen, sondern auch innen. Wir nehmen es auch intern, also wir nehmen es auch in oral ein, aber auch von außen. In jeder Variante ist das Salz, vor allem das Meersalz, unsere größte Hilfe dabei, uns zu reinigen, uns zu klären. So before we go through the salt ritual, I'm going to just give you a little bit of explanation of our intention or how we view things. So we view the back of the body as our past. So we always we clear our past to make way for our future, yeah? We view the left side of the body as the feminine, as the female side, and the right side of the body as the male side. Also bevor wir jetzt in das Salzreinigungsritual einsteigen, erkläre ich noch ein bisschen, wie wir die Dinge sehen. Für uns ist die Rückseite des Körpers die Vergangenheit. Sie repräsentiert die Vergangenheit. Die linke Körperhälfte repräsentiert das Weibliche und die rechte Körperhälfte das Männliche. And of course, the front side represents the now, but we clear the now to make room for the future. Und natürlich repräsentiert dann die Vorderseite entsprechend das Jetzt und wir klären das Jetzt, um den Weg für die Zukunft frei zu machen. I think we're ready to start the Pa'akai ritual. Ich glaube, damit sind wir jetzt auch schon bereit anzufangen mit dem Pa'akai-Ritual. So, can you please put salt in each of your hands, in the palm of your hands? It doesn't have to be a lot, but salt in each of your hands. Jetzt nimm in jede deiner Hände ein kleines bisschen Salz. Es braucht wirklich nicht viel, einfach eine Prise in die linke und die rechte Hand. And I'm going to guide you through this cleansing with the Pa'akai. Und ich führe dich jetzt durch dieses Reinigungsritual mit dem Pa'akai, mit dem Salz. Also das trockene Salz in den Händen halten. Mahalo, mahalo. So I'm going to say a prayer and then just listen to my instructions.
Also ich werde mit einem Gebet beginnen und dann hör einfach meinen Worten zu und tue das, was ich dir sage. Mahalo. Ela uma mama wele kana kaya iluna yuka uluka o kaleia no ihoi ka puava uli puava kea mua ne mahikina ka olele kalani. O vocali oli aka o ke aka noia mai ka hiki kua ka hiki moi mai ka hiki kapa kapa ue kane e mako ka puli o vai oha Panainai ue ke kua e ola no Deep breath, please. Tief einatmen. I would like to recognize the salt that we hold in our left hand. And I would like to recognize all the females that we come here with us today that have guided along our path, our life's path, our journey. I would like to recognize all the female ancestors at this time. Und ich möchte als erstes das Salz in meiner linken Hand ehren. Das Salz in meiner linken Hand, meine weibliche Seite. Ich möchte auch all meine weiblichen Wegbegleiter ehren und auch meine weibliche Ahnenkette ehren. To these women ancestors, thank you for guiding me, for walking with me through my life path. I ask that you never leave me. I ask that you continue to guide. I ask that our connection can be strong and open, that I may hear you, that I may see you, and that I may feel you. Und ich bitte die weiblichen Ahnen, mich weiterhin zu begleiten, dass ihr mit mir sprecht, dass ich euch höre, dass ihr mich führt, dass ihr immer mit mir seid. Ich bitte euch um Führung, ich bitte euch um eure Begleitung. I ask the female energies of the loved ones that I carry on my shoulders, on my back. Thank you for your undying support for me. Your unconditional love for me, your advice, your love and support that you show me, even if I'm in the wrong, that you will love me no matter what, that support will always be there. And I thank you and ask that you continue to love me for me. Und ich ehre all die weiblichen Energien, die mit mir sind, die ich auf meiner linken Körperhälfte mit mir trage. Ich danke euch, dass ihr mich liebt, dass ihr mit mir seid, dass ihr mich immer überstützt, dass ihr immer da seid, dass ihr immer einen Rat für mich habt. Und ich bitte euch, immer mit mir zu sein und weiterhin mich zu führen, dass ihr mich mich liebt, so wie ich euch liebe. Danke. I would like to address all of the females that I have hurt or has hurt me in my life. Hawaiians believe that when someone hurts us or we hurt them, there is a bond, there is a connection that is formed, and it's a connection we don't want. So I ask that this connection, and somehow we can have an opportunity to sever that connection and maybe possibly have a connection of love and respect with each other. That I bless and I'm open to forgiveness of all the females who have hurt me or I have hurt. Und nun wende ich mich an all die weiblichen Energien, die Frauen, mit denen ich verbunden bin, alle, mit denen ich in einer Verletzung verbunden bin, all diejenigen, die mich verletzt haben oder die ich verletzt habe. Ich bitte darum, dass diese Verbindung, diese
diese Hier-Verbindung getrennt werden möge und dass sie ersetzt werden möge durch eine Verbindung aus Liebe. Und ich segne und ich vergebe diesen Frauen in meinem Leben, diese weiblichen Energien in meinem Leben, mit dem, die mich verletzt haben oder die ich verletzt habe. Möge daraus eine Verbindung in Liebe entstehen. With this salt in my left hand, if there is any hihia, any entanglement of problems, like that connection I said that was hurt, if I hurt or they hurt me, with my ancestors that were never able to release that hihia or that hurt that was created when they were on this plane. I ask that this salt in my hand clears that. Any of the hurt of the loving support of the females that I carry on my shoulder and my back, if they have hihia, I ask that this salt in my hand will clear that for them too. Und ich bitte darum, dass das Salz in meiner linken Hand diese Hier-Verbindung, diese Verbindung, die aus einer Verletzung heraus, wo ich verletzt wurde oder wo ich eine Verletzung vollzogen habe, dass diese durch das Salz geklärt und geheilt werden möge. All die weiblichen Energien, all die weiblichen Ahnen, die ich auf meiner linken Seite mit mir trage, möge dieses Hier geklärt werden. So holding all of those females in my heart and my mind, I am going to throw the salt over my left shoulder, saying the words Lele. Lele means to release, to let go to a higher source, to a higher power. And it means also to bless. So that's what we are going to do when we throw our salt over our left shoulder, saying the words Lele. Also wenn ich jetzt das Salz nehme und über meine linke Schulter werfe, bitte ich darum, dass diese Beziehung gereinigt wird, geklärt wird, gesegnet wird. All diese Beziehungen zu diesen weiblichen Personen und weiblichen Ahnen in meinem Leben mit dem Salz, das ich über meine Schulter werfe werde. Ready, Makokal? Sei bereit. Throw that salt over your left shoulder. Lele. Wirf mit dem Lele das Salz über deine linke Schulter. Mahalo, mahalo. Now the salt in our right hand. The right side of the body represents all male. Das Salz in der rechten Hand, die rechte Körperhälfte repräsentiert das männliche Prinzip, die männlichen Verbindungen. I would like to recognize all the male ancestors that walk and guide me. Mahalo. I ask for your continued guidance, for your continued support. I ask for that connection to remain open between us, that we can hear each other, that we can feel each other, that I can see the signs that you are presenting in front of me. Und auch hier möchte ich die männlichen Beziehungen, die männlichen Energien, die männlichen Ahnen ehren, die mit mir sind, die mit mir gehen, die mich führen, die mich unterstützen. Und ich bitte darum, dass diese Verbindung immer offen sein möge, dass es immer eine offene Kommunikation zwischen uns gibt, dass ich euch stets hören, sehen und mit euch sprechen kann. I would like to recognize all of the people I carry, the loving males that I carry on my shoulders, on my back. These are the fathers, your brothers, your sons, your male friends. I thank you for that unconditional love and support that you have for me, that you can wholeheartedly accept me for the person that I am. I ask that you continue to walk with me on my journey. I ask that there is always an open pilina, one of love connection between us and mutual respect. Und ich möchte auch die männlichen Personen in meinem Leben ehren, die ich auf meiner rechten Schulter mit mir trage. All diese liebevollen Menschen, Männer in meinem Leben, die Söhne, die Väter, die Brüder, die Onkels, all die männlichen Begleiter in meinem Leben. Ich danke euch dafür, dass ihr mit mir seid. Ich danke euch für eure bedingungslose Liebe, dass ihr mich liebt, so wie ich bin und mich akzeptiert, so wie ich bin. Und ich bitte euch, diese Verbindung offen zu halten, möge sie liebevoll sein. Und ich ehre euch hier. To the males that I have formed a hihia connection with, one who I have hurt or has hurt me. Yes, that connection is never gone until we consciously sever it. So I would like to
Ke aloha to those males. I would like to ask higher power, Ke Akua, Earth Maker, Great Spirit, to somehow make an opportunity for me to sever these connections with these males in a really good way. And I'm open to possibly having a connection, one of love and respect. Und dann wende ich mich wieder an die Männer in meinem Leben, die männlichen Energien mit meinem Leben, mit denen ich eine Hier-Verbindung habe, wo Verletzung stattgefunden hat, wo ich verletzt wurde oder wo ich die Verletzung vollzogen habe und wo es nie die Gelegenheit gab, auch die schon gegangen sind, diese Hier-Verbindung aufzulösen. Ich bitte darum, diese Verbindung jetzt auflösen zu können und durch eine liebevolle Verbindung zu ersetzen. Und möge die Verbindung zwischen uns offen und in Liebe sein. If any of my male ancestors have hihia connections that they were not able to sever, I ask that this salt right now in my hand will help that process. Any of the loved ones, fathers, sons, uncles, brothers that I carry with me, and they have hihia, I ask that the salt in my hand will help them heal that too. Und mit diesem Prozess helfe ich auch all meinen männlichen Ahnen, die in ihrem Leben nicht die Gelegenheit hatten, ihre Hier-Verbindungen aufzulösen. Ich bitte hier und jetzt auch für diese männlichen Ahnen, dass diese Verbindungen sich auflösen mögen durch dieses Salz in meinen Händen und ersetzt wird durch eine liebevolle Beziehung. Holding those males in your heart and your mind, you are going to throw that salt over your right shoulder, saying Lele, releasing it to a higher power. Und wieder wirfst du mit der rechten Hand über deine rechte Schulter, mit Lele, mit dem Loslassen, das Salz über deine Schulter, um diese Verbindungen mit diesen Männern, mit diesen männlichen Energien in deinem Leben zu segnen und zu heilen. Lele. I think I needed a little bit more salt on my right side when I threw it over my shoulder. Ja, ich glaube, ich hätte ein bisschen mehr Salz auf meiner rechten Seite brauchen können. Now, the next step for the Pa'akai ritual is please take a grain of salt, just a grain. Und im nächsten Schritt brauchst du einfach nur ein kleines Körnchen Salz zwischen deinen Fingern, wirklich nicht viel, nur ein paar Körner. And we place it at the tip of our tongue. Lege sie auf die Spitze deiner Zunge. Taste that, swallow it. Yes, akapiko akapa'o, akapule kawawai, ala maina kihe eha ikekino. May that salt bless you from the top of your head to the soles of your feet and the four corners of your body. Schmeck dieses Salz auf deiner Zunge, lass es die Kehle hinuntergleiten und mögest du gesegnet sein vom Kopf bis zum Fuß und in alle 4 Ecken deines Körpers. Mögest du gesegnet sein durch dieses Salz. May it also help you to express yourself, that grain of salt. May it also help you find your voice when you don't have any, when you feel like your chakra, your mana point is closed. May that grain of salt assist you to express yourself. Und möge dieses Körnchen Salz dir auch dabei helfen, dich ausdrücken zu können, deine Stimme zu finden, deine eigene Stimme zu finden. Möge sich dein Halschakra, dein Mana-Point dadurch öffnen und möge dieses Salz dich dabei unterstützen, deine Wahrheit zu sprechen, deine Stimme zu finden, dich auszudrücken. Now you're going to take a little bit more salt, not too much. And this salt, I know it's late there in Europe. So if you have a plant with some soil, some kind of dirt plant, we are going to offer it to Mother Earth, to Papa Hanaumoku, our mother. Und jetzt nimm wieder ein bisschen Salz in deine Hand und ich weiß, es ist ja jetzt schon Abend in Europa, aber vielleicht hast du ja eine Topfpflanze irgendwo neben dir, einfach ein bisschen Erde, wir wollen dieses Salz der Erde, Mutter Erde darbringen und vielleicht gibst du es einfach dieser Pflanze.
And the intention behind this is that wherever we walk upon her body, yes, wherever we go, that we are filled from below with her love and knowledge, that we are guided, that we are intentionally inviting her in to help us guide us on her plane, on her earth, with her love. Und was wir damit erreichen wollen, ist, dass wir, wo immer wir unsere Schritte uns hinlenken, dass wir von unten, von Mutter Erde heraus genährt werden, dass wir von ihr geführt werden, dass sie uns hilft und wir laden sie dadurch auch ein, mit uns zu sein, uns zu unterstützen und uns zu führen, wo immer unser Schritt uns führt, wo immer unser Weg uns hinführt. And of course, when you offer it, you say Lele. Und natürlich sagst du auch hier wieder, wenn du das Salz darbietest, Lelle. And that is the Pa'akai salt ritual. We do this all the time. I clear my clients before they even enter my Lomi house. I clear myself before I go into class. I clear myself if I'm having a hard day. This is intention to us is powerful. And when we open ourselves and invite all of that in and clear ourselves, it raises our vibration. Yeah. Und ich nutze dieses Ritual, dieses Salzreinigungsritual dazu, zum Beispiel meine Klienten zu reinigen, bevor sie zu mir in meinen Raum treten. Ich nutze das, um mich selbst zu reinigen. Ich nutze das auch, um mein Haus zu reinigen. Und es geht um diese Intention des Reinigens, des Loslösens dabei. Und einfach in dieser Intention zu sein, sei es das, was nicht mehr gebraucht wird, loszulösen. Now, the next part of the ritual, we use kupuna water and salt. Yeah. And before I hand it over to Kumu Kahili, I just want to pay respects to kupuna water. Kupuna means elder in Hawaiian. And to us Hawaiians, water is the oldest ancestor that we have. And as little children, we are taught that she wants to connect with us, that she wants to connect with us and share her knowledge. Why? It's because we're family. We're family. And why are we family? Because we are made up 70% of water in our body. So she's in us. And then we can access her when we are mindful about it. And science has proven that water holds memory, that it responds to vibration. So please, next time you drink water or that you submerge yourself, come from that perspective and see what she shows you. So I just wanted to say that before I switch over to Kumu Kahili. Mahalo. Also bevor ich jetzt an Kumu Kahili übergebe für das Ritual, für das du jetzt das Wasser und das Salz verwenden wirst, möchte ich noch Kupuna Wasser ehren. Kupuna heißt Ältester oder Ahne. Und Kupuna Wasser, wir betrachten sie als unsere älteste Ahnin. Als Kinder wurde uns schon beigebracht, dass Kupuna Wasser sich mit uns verbinden möchte, dass sie ihr Wissen mit uns, alles, was sie in sich gespeichert hat, mit uns teilen möchte, dass sie sich mit uns verbinden müsste. Und warum ist das so? Weil wir Familie sind, weil wir Ohana miteinander sind. Der menschliche Körper besteht zu 70% aus Wasser. Kupuna Wasser ist in uns. Sie ist in uns und sie möchte sich mit uns verbinden. Und es ist ganz einfach, wenn wir das im Gedanken halten, dass wir uns mit Kupuna Wasser verbinden. Und du hast sicherlich auch schon mal davon gehört, dass Wasser Schwingungen aufnehmen kann, Resonanzen erzeugen kann oder Resonanzen wiedergeben kann. Und wenn du dir dessen bewusst bist, kannst du mit Kupuna Wasser auf diese Art und Weise kommunizieren. Sei dir also bewusst, dass du bereits mit Kupuna Wasser verbunden bist und mit deiner Absicht, dich absichtsvoll mit Kupuna Wasser und all den Erinnerungen, die im Wasser gespeichert sind, verbinden kannst.
Mahalo. Mahalo, Kumu Kahea, Manoleo. So you want to go ahead and get some salts, some grains of salts, and go ahead and add it into your kupuna water. Go ahead and mix it in there. We're going to go ahead and bless this water. All right. So as you're mixing, as you're mixing, I'm going to go ahead and help bless the water. Auhea ke kala, kala loloa kala, kala loloa o kai, kala, kala maiava ana I kai, kai, pi kai, kala e. E kala ka hewa kua, kala ka hewa alo, e kala ka hewa a kanaka, yola loa kanaka. Hua nia. O ka upule kala no ia, ua lelea ila nei pule, lele, lele, lele. Now go ahead, put your water, hands in your water, and you're gonna go ahead and sprinkle yourself from the head, from the top of your head to the bottoms of your feet. You're gonna start with the back first, and then your front, and then your whole body. Makau. Oh, go ahead, Manoleo. Also du hast bestimmt auch sowieso alles verstanden. Mische das Salz mit dem Wasser und während du gemischt hast, hat Kumu Kahililaulani ein Gebet gesprochen, um diese Schwingung in dieses Wasser zu überführen. Und jetzt beginnst du, indem du immer deine Finger in das Salzwasser tauchst. Du fängst an deinem Kopf an und gehst über den ganzen Körper nach unten zu deinen Füßen. Und wir fangen von der Intention auf der Rückseite unseres Körpers damit an. So keeping that intention, keeping that focus, put your hands in your salt water, in your kupuna wae, and go ahead and sprinkle yourself from the back to the front, head to your toe. Auhea ke kala. Dip, dip. Kala loloa kala. Kala loloa o kai, kala. Kala maiava ana I kai. Kai, pi kai, kala e. E kala ka hewa kua, e kala ka hewa alo, e kala ka hewa a kanaka. I ola loa kanaka. Pua nia. O ka upule kala no ia, ua lelea ila nei pule, lele, lele, lele. Go ahead, jump it out, shake out the negative, shake out anything that you don't need, shake it out. Keeping that intention, that focus with you. Und schüttel all die Negativität, die dir anhaftet, jetzt aus. Hab immer diesen Gedanken in deinem Mind, dass du dich reinigen möchtest über das Salzwasser. Feg alles ab, mach Lele. Mahalo. From the head down to your toes, you want to cover the back and the front to your fingertips, to your toes, everything. Yes. Mai kai. Good job. Mahalo. We want to focus now on our, we have mana points in our bodies, these energy points in our bodies. And the first one we want to concentrate on is our trust. And our trust comes from our popo, our bottom. And in our popo, we tend to tighten when we have fear. When we have fear, we tighten up. But when we trust and we relax the popo muscle, we begin to trust more. So we're going to do an exercise with our mana points, with our energy points. Als nächstes werden wir eine Übung machen, eine geführte Meditation, wo wir die Mana-Points durchgehen, die Mana-Punkte, die Energiepunkte durchgehen. Und wir beginnen, nachdem du jetzt mit dem Pikai deinen Körper auf der Vorder- und auf der Rückseite gereinigt hast, gehen wir jetzt in die einzelnen Energiepunkte und wir fangen mit dem untersten Punkt an, am Ende deiner Wirbelsäule, dein Popo, die Stelle, auf der du drauf sitzt.
Und du kennst das Gefühl, wenn du Angst hast, kneifst du instinktiv die Pobacken zusammen. Und es geht jetzt darum, diesen Bereich aber zu entspannen. Lass alles ganz locker, damit wir diesen Punkt öffnen können. Und ich leite dich jetzt durch die einzelnen Punkte, durch den ganzen Körper durch. So right now we should be feeling a feeling of relaxation and a release right now. In our bodies, thinking about the ancestors, our past, the female and the male, we should be feeling that calmness now and peace. So we're gonna, it's like a car when you have the fuses in the car, and when one fuse goes out, like the radio or the light or the horn, then we have to regenerate, refresh that energy point, that fuse. So that's what our body carries, these fuses. Und du solltest dich jetzt nach diesen ersten beiden Reinigungsritualen schon entspannter fühlen, losgelöster fühlen, ruhiger fühlen, nachdem du all diese Beziehungen zu deinen männlichen und deinen weiblichen Ahnen, deine weiblichen, männlichen Energien geklärt hast, du deinen eigenen Körper gereinigt hast, solltest du jetzt schon in einem friedvollen Zustand sein. Und du kannst dir das mit den Mana Points so vorstellen. Stell dir einfach vor, ein Auto hat diese vielen kleinen Sicherungen für die einzelnen Funktionen, die es hat. Und wenn eine davon kaputt geht, ist eine Funktion ausgeschaltet. Und so ähnlich ist es eben auch mit den Mana-Punkten. Wenn eine Versicherung raus ist, kann das eine ganze Kette auslösen, die dann nicht mehr funktioniert. So when it's kaputt, we want to refresh it, yeah? Ja, und wenn es kaputt ist, wollen wir das ersetzen oder wieder zum Laufen bringen. Darum geht es jetzt. So the first energy point we want to focus on comes from our popo, where we hold the word trust. We hold trust there. The opposite of trust is fear. So we want to carry the positive energy, which is trust. And we keep in mind that we're trying to get rid of the fear in the popo. Also es geht jetzt immer darum, in diesen emotionalen Paaren zu denken, und wir wollen immer die positive Seite aktivieren. Wir fangen also am Ende der Wirbelsäule an unserem Popo, wo wir drauf sitzen, sprichwörtlich, und in diesem Bereich ist Vertrauen. Das Vertrauen auf der positiven Seite, und die negative Seite, wenn das Vertrauen nicht da wäre, wäre Angst. Und wir wollen das Vertrauen wiederherstellen. Mahalo, Melde. So right now, on relaxing and opening up our popo area. Deep breath. When you exhale, add release and relax the popo. Und jetzt atme tief ein, und wenn du ausatmest, füge ein Ha hinzu und versuch diesen Bereich, deine Sitzfläche, worauf du sitzt, dein Po loszulassen, ganz zu entspannen. Tief einatmen und mit Ha ausatmen. Relaxing. Und lass alles los. Lass deinen Gesäßmuskel los. Entspann dich. When the popo is relaxed, you can then feel the next energy point. Und wenn du diesen Bereich entspannt hast, dein Gesäß, dann kannst du zum nächsten Punkt gehen und den nächsten Punkt entspannen. In the popo, we hold trust. With the trust, we can feel our next mana point.
which is our pleasure, our pleasure. Und wenn unser Popo-Bereich geöffnet ist und wir das Vertrauen spüren können in uns, mit diesem Vertrauen können wir den nächsten Punkt, das Vergnügen spüren. Wenn das Vertrauen geöffnet ist, kannst du den nächsten Punkt, das Vergnügen spüren, die Freude. And pleasure is right on a man's penis and on a woman's clitoris. This is where the pleasure is. So focus on this area, deep breath, and relax. Pleasure. Und der nächste Punkt ist für die Männer auch am Penis angesiedelt und für die Frauen die Klitoris. Also fokussiere dich auf diesen Bereich, atme ein, mit H aus und lass los. When the popo is open, the trust is open. When your trust is open, you can feel your pleasure. Wenn dein Vertrauen geöffnet ist, kannst du deine Freude, dein Vergnügen spüren. Deep breath. Relax. Tief einatmen und entspanne diesen Bereich. Tell yourself, I am trust. I am pleasure. Und sage zu dir selbst, ich bin Vertrauen, ich bin Vergnügen. Focus on opening up your pleasure. Deep breath. Fokus darauf, diesen Bereich, wo das Vergnügen sitzt, zu öffnen. Atme tief ein und aus. Trust. When your trust is open, you can feel your pleasure. The next mana point you want to open comes from below your belly button. This is where you're holding the energy, the inner strength. Und wenn dein Vertrauen geöffnet ist und dein Vergnügen veröffnet ist, kannst du den nächsten Punkt spüren, der sich direkt unter deinem Nabel befindet, deinen Ort der Kraft. Focus on opening up your inner strength. Deine innere Stärke. Deep breath. Open the inner strength. This is not physical power, it is inner strength. Deep breath. Focus on opening your inner strength. Und konzentriere dich darauf, deine innere Stärke zu öffnen. When your trust is open, you can feel your pleasure. You can feel your inner strength. Wenn dein Vertrauen geöffnet ist, kannst du dein Vergnügen spüren und deine innere Stärke fühlen. The next energy point you want to open comes from the heart, the pu'uvai. And unconditional love. Und den nächsten Punkt, den du öffnen möchtest, kommt aus deinem Herzzentrum, dein Pu'uvai. In deinem Pu'uvai befindet sich das Aloha, bedingungslose Liebe. And with the unconditional love, we carry aloha. Deep breath, focus on opening up the heart. Öffne dein Herz. Aloha und bedingungslose Liebe.
I am trust. I am pleasure. Power. I am unconditional love. Deep breath. And open the heart. Ich bin Vertrauen. Ich bin Vergnügen. Ich bin Kraft. Ich bin Liebe. Atme tief ein und aus. When your trust is open, Wenn dein Vertrauen geöffnet ist, kannst du dein Vergnügen spüren, kannst du deine innere Stärke fühlen, kannst du dein Herz fühlen, bedingungslose Liebe und Aloha. calm mind. Connection is kind of off today. In our expression, we can speak, we can talk, we can sing, we can give lectures, but most importantly, we forget that our expression is also to use to ask, to express and ask for ourselves. Deep breath. Opening up our expression. Wenn du öffnen möchtest, ist die Kehle dein Sitz des Ausdrucks. Wir können reden, wir können uns mitteilen, wir können singen. Aber was wir manchmal vergessen, ist zu bitten, für uns selbst zu bitten und uns selbst, für uns selbst auszudrücken, für uns selbst zu sprechen. Tief einatmen. I am trust. I am pleasure. I am inner strength. I am unconditional love. I am expression. Deep breath. Focus. Ask for yourself. Bitte für dich selbst. The next point you want to focus on and open comes from our third eye. Here. This is where our thoughts come from, our dreams, our creation. Here. Touch this area. Close your eyes and look up to this area. Der nächste Punkt, dem wir uns zuwenden, ist unser drittes Auge, dieser Punkt zwischen den Augenbrauen. Berühre ihn mit deinen Fingern und schließe bitte die Augen und schau von innen nach oben zu diesem Punkt. You might feel a little strain when looking up into your third eye. This is just a training. You're waking up the third eye. This is how you wake it up. Close your eyes and look at it. Also vielleicht fühlt sich das ein bisschen anstrengend für dich an, aber genau auf diese Weise, indem du wirklich in dein drittes Auge hineinschaust, öffnest du dein drittes Auge. Es ist eine gute Übung und es ist ein Muskel, den du da trainierst. Focus, focus, deep breath.
Open that third eye. Lass das dritte Auge sich öffnen. Richte deinen Blick dorthin. When our trust is open, we can feel our pleasure. We can feel our inner strength. We can feel our unconditional love. We can feel our expression for ourselves. We are creative. Deep breath and focus. I'm opening up the third eye. Trust. Have pleasure in trusting. Vertraue, empfinde Vergnügen. Have that inner strength to trust, to feel the pleasure. Hab diese innere Stärke zu vertrauen und dieses Vergnügen zu spüren. Unconditional love. Bedingungslose Liebe. For yourself, for others. Für dich, für die anderen. So you can feel the trust, the pleasure, the inner strength. Sodass du das Vertrauen spüren kannst. Das Vergnügen, die innere Stärke. Opening up your expression. Trust with pleasure, with inner strength. Und mit Vertrauen, Vergnügen, innerer Stärke und Liebe öffne deinen Ausdruck. Opening our expression and our creativity. Und deine Kreativität. Creativity to know how to open up your senses, to open up the feelings in your body. Use your creativity. Nütze deine Kreativität, um deine Sinne in deinem Körper zu erwecken, die Kreativität in deinem Körper zu erwecken. This is how we are balancing ourselves. This is how we balance the energies in our body. And this is how we wake up our energies in our body. So können wir uns selbst ins Gleichgewicht bringen. So können wir die Energien in unserem Körper aufwecken und unsere Energien in das Gleichgewicht bringen. When all is open, we come to our point on our top of our head, here in the frontal point here. Und wenn alle anderen Punkte geöffnet sind, kommen wir zum höchsten Punkt auf unserem Kopf. And when we are all balanced in our body, in our physical and our spiritual self, we then can open up here and start to be, and start to accept, and start to download any information that our higher guides has for us, or messages they have for us. Wenn wir ausgeglichen sind in all den Punkten, wenn wir spirituell und physisch, körperlich ausgeglichen sind, dann können wir diesen höchsten Punkt öffnen. Dann können wir anfangen, uns zu verbinden und zu empfangen, die Botschaften, sie herunterzuladen zu uns. Also, not only to be downloaded with information, but also to give good intentions, good energy. Und es ist nicht nur ein Herunterladen, sondern es ist gleichzeitig ein Geben, gute Intentionen, gute Energien zu geben. Also es ist ein Herunterladen und ein Geben. When we are all open and in balance, there's an acceptance that comes with compassion, forgiveness, and it incorporates into our spirit, our uhane. It also enables us and the people around us and the people in our circle to make
full use of our physical abilities in our body. Yes, to increase our capacity to love. And today, we need to listen to this. We need to listen to our bodies, yes, and be pono, and to let it bless you. Our own bodies is here to bless us, our own energies. Und wenn wir geöffnet sind, wenn unser Körper ausbalanciert ist, wenn unser Geist ausbalanciert ist, dann können wir mit diesem Mitgefühl auch in die Vergebung gehen. Wir können in Kontakt gehen mit Uhane, mit unserer Seele. Wir entwickeln diese innere Kapazität der Liebe. Ja, und es geht darum, dass wir im Austausch mit unserem Körper sind, dass wir mit unserem Körper in Kommunikation sind und dass wir verstehen, dass unser Körper uns segnet. Mahalo. And right now you should be feeling relaxed, open, re-energizing different parts of your body, waking up the organs, the brain activity, the heart activity. Your expression should be clearer. So when in need, when you need to reflect back because you're feeling sad or angry or something's not happening during the day and you need some help and assistance, go back to your fuses in your body. Start with the trust. Work yourself up to the pleasure, inner strength, to your heart, expression, to your creation, and then the top of your spirituality. So this will help you to come back to yourself, to your original self, to your original power. So when you need it, use it. This is for you. Und du solltest dich jetzt nach dieser Übung schon ganz entspannt und losgelöst fühlen und denk einfach immer daran, das ist eine Übung, die du immer dann nutzen kannst. Vielleicht bist du mal traurig, vielleicht bist du mal ärgerlich oder kommst in irgendeine Emotion oder steckst irgendwie fest, dann erinnere dich an diese Übung und geh zurück in diese Übung, starte mit dem Vertrauen, stell dieses Gleichgewicht wieder in deinen Mana-Punkt her, um dich selbst wieder auszubalancieren, selbst wieder ins Pono zu kommen. Und diese Übung, fang mit Vertrauen an, finde dein Vergnügen, spür deine innere Stärke, die bedingungslose Liebe, deinen Ausdruck, deine Kreativität und deine Spiritualität, deine spirituelle Verbindung. Das alles wird dich sofort wieder zurückbringen zu deinem eigentlichen, wahrhaftigen Sein, in dein Originalzustand wird es dich wieder zurückversetzen, wenn all deine Mana-Punkte geöffnet sind. Also erinnere dich dieser Übung und mach sie, wann immer du Hilfe brauchst. Wann immer du das Gefühl hast, du bist nicht mehr im Gleichgewicht. Mach diese Übung. I would also like to point out, for some of those ones that's having maybe a hard time with focusing on these areas, go ahead and get these two fingers. One is the love finger, and this is a take finger, meaning to draw out. We do this in Lomi Lomi class. But get these two fingers here. And what you're gonna do is you're gonna just touch the areas when you need help, like where the trust comes from. So go ahead and touch your popo if you need help there. If you need help with the trust, go ahead and feel your popo. You need to touch the areas if you're needing help to focus on these to help you. Und dann noch ein Ratschlag für euch, für diejenigen unter euch, die vielleicht ein bisschen Schwierigkeiten noch damit haben, das allein auf der geistigen Ebene zu machen, wenn du einfach nicht gerade in der Lage bist, dich da so voll und ganz drauf zu konzentrieren. Nimm diese beiden Finger, Love and Take, und berühre physisch jeweils der Bereich, in dem die Emotion sitzt. Berühre deinen Popo, berühre dein Vergnügen, deinen Mana-Punkt, deine innere Stärke. Berühre physisch diesen Punkt und fokussiere dich dadurch. Yes, it's important to feel it. And if you don't feel it, go ahead and touch the areas, touch your pleasure, touch your inner strength,
touch your heart, touch your expression. You know, go ahead and touch it and then concentrate if you need to. Mahalo. Also wann immer du Hilfe brauchst, geh einfach direkt mit deinen beiden Fingern durch die einzelnen Punkte und berühre alle Punkte nacheinander, bis du oben an der Spitze des Kopfes ankommst. Maika. Okay, Mahalo. Alicia? Ja, jetzt, das sollte jetzt gehen mit dem okay. Screen Sharing. So, Kumu here it should work now with the sharing. Mahalo, mahalo. I just wanted to quickly show the chart of what Kumu Kahili went over. So, you know, some people learn better with visuals, yeah, so. Und natürlich haben wir etwas für euch vorbereitet. Es hat nur gerade nicht geklappt mit dem Teilen des Bildschirms. Ihr seht gleich nochmal, das habt ihr ja dann auch, hier ist nochmal die Darstellung der Emotionen, wo sie sitzen, was die Gefühle sind, was das Gegengefühl ist. Mahalo, Kumu Kahili, for going over what we call the mana points. It's easier to connect, yeah, when we can align and open all the different mana points in the body. Mahalo for your kind participant. I know that participation, I know that was kind of a lot of rituals, but this is what we do to get ready for ceremony or to help us through our day if we're going through a hard time. If I use the mana points when I need to make a decision or if I need an answer or I'm looking for guidance, I make sure that everything is aligned and open to receive that answers. Yeah. Also vielen Dank, dass ihr die Übung mitgemacht habt und als erstes natürlich herzlichen Dank an Kumu Kahili, dass du uns durch diese Übung der Mana-Punkte durchgeführt hast. Und es ist einfach sehr viel einfacher, dich zu verbinden, in Verbindung zu gehen, wenn du darum weißt, wenn du dieses kleine Werkzeug in der Hand hast, mit dem du deine Mana-Punkte ganz schnell öffnen kannst. Ich benutze das zum Beispiel und ich weiß, es war jetzt sehr viel an Ritual, was wir mit euch gemacht haben, aber das ist wirklich das, was wir machen an Zeremonie, wenn wir eine wichtige, wenn es eine wichtige Veranstaltung gibt oder wenn etwas Wichtiges geschieht, gehen wir durch all diese Rituale jedes Mal durch. Also ich mache zum Beispiel die Mana-Punkt-Übung, wie wir das nennen, immer jedes Mal, wenn ich vor einer Entscheidung stehe, wenn ich Unterstützung brauche, um wirklich im Ausgleich, im Pono zu sein, um in diese Ausrichtung zu kommen, dass ich wirklich geöffnet bin auf allen Ebenen und eine gute Entscheidung dann treffen kann. Kumu Kahili and I wanted to give you tools, yes, of how we are so fortunate to have these tools, yes, so we can navigate through this life journey, yeah. Genau, wir wollten euch einfach wirklich ein paar praktische Werkzeuge an die Hand geben für eure Lebensreise, wo ihr mit umgehen könnt und euch hier Unterstützung holen könnt. So now that we went over the Pa'akai process, which is the clearing, not only for ourselves, but for the people that we carry with us. We believe wherever we go, we carry our ancestors. We carry the people that we love on our shoulders, on our back. We carry that connection that was made with people who have hurt us or we have hurt until we are ready to sever. Also das, was wir als erstes geteilt haben, war eben dieses Reinigungsritual. Und wir gehen davon aus, dass das zum einen ist das für uns, aber es ist für diejenigen, wir tragen ja alle mit uns, egal wo wir hingehen, unsere positiven Verbindungen, unsere Ahnen, aber auch diese Hier-Verbindungen. Und es geht einfach darum, damit ins Gleichgewicht zu kommen, diese Beziehung zu heilen, zu segnen, in eine positive Verbindung jederzeit gehen zu können oder zu verwandeln, was nicht positiv ist. Then we use our kupuna water, our oldest elder,
and we pray over it. Yeah, we say a prayer. And when you are doing this at home, use your voice to ask while you pray over this water, because that's where the power comes in. Yeah, when you can ask for yourself. So as you have the water with your salt in it, pray over it. And that kupuna water will become that conduit and hold that intention and prayer in there. And then you are going to sprinkle yourself. Then you're going to bless yourself with that prayer and intention that you just put in that water. Und im nächsten Schritt nimm das Wasser mit dem Salz, Kupuna-Wasser nimmt all diese Energien auf. Du sprichst über dein Wasser, dein Gebet für dich und dein Leben und alle, die mit dir verbunden sind. Bitte um das, was du jetzt in dein Leben holen möchtest. Das Wasser wird diese Schwingung, Kupuna-Wasser wird diese Schwingung aufnehmen. Und mit deinem Gebet, mit deinen Bitten für dich selbst, dann mach den Prozess des Sprenkelns, das Pikai. And then we align ourselves, right? Our energy. Just like how Kumu Kahili said, maybe you know, your heart is a little bit closed this morning, today, this evening. You had some hardship, maybe you had some bad news. We use this exercise of the mana points opening. Yes, because when we close ourselves, the connection is very like static. You know, it's closed, it's static. You can't really hear. Your vibration isn't high. You're not open to receiving the downloads or even asking the questions. Like I ask questions for guidance. I need help. I need to make decisions. Und der nächste Schritt ist dann diese Ausrichtung, das Alignment. Wenn du zum Beispiel heute Abend mit ein bisschen Herzschmerz gekommen bist, dann kannst du gar nicht aus dem Herzen sprechen. Du hörst vielleicht gar nicht das, was du hören solltest, und du kannst schon gar nicht das ausdrücken, was du ausdrücken möchtest. Du bist einfach irgendwo verschlossen noch. Dann mach diese Übung mit den Mana-Punkten und öffne diese Punkte eine nach dem anderen, sodass du hören, dass du sehen kannst, dass du den Download empfangen kannst, dass du selbst geben kannst. Our next tool that we would like to just briefly talk about is that we believe that we have guides and we have guidance. And this is called Omakwa to us in Hawaiian. Omakwa are our ancestral spiritual guides. Und das nächste Werkzeug, das wir gerne noch mit euch teilen möchten, ist Guides und Guidance, deine spirituellen Führer, deine spirituellen Wegbegleiter. Wir nennen das die Omakwas, die mit dir sind und dir Führung geben, die dich leiten, die dich begleiten. We believe that we have more than one, actually. And natürlich haben wir mehr als einen davon. And we are so thankful that we don't have to go through this without help, that they have our back, that they have our best intentions, that their sole purpose is to help us grow. Und wir können so dankbar und so glücklich sein, dass wir nicht alleine durch dieses Leben gehen müssen, dass wir diese Guides haben, dass wir diese Führung bekommen. Denn es ist ihr Auftrag, uns zu helfen, mit uns zu sein. Many cultures, many religions believe in this. They just have other names for it. In like Christianity, they think it's an angel. Yeah, or guardian angels. Yes. In Judaism, they call it malachim. Yes, that means messenger. Hindu, Buddhism, they call it deva, spiritual facilitators. Japan, China, tenin, angels, nymphs, fairy folk. These are people that are helping us on a higher plane, a spiritual plane. Also wir kennen das, gibt es natürlich nicht nur auf Hawaii, sondern viele Kulturen kennen Spirit Guides. Also hier für uns auf Hawaii sind es die Omakwas, die Geistführer. Im Judentum sind es die Malachim, die Boten. Im Christentum sind es die Engel oder die Schutzengel. Hinduismus, Buddhismus sind es die Devas. Japan, China, die Tenin, Engel, Nymphen, Feenvolk. Und alle haben eins gemeinsam. Das sind Helfer aus einer höheren Ebene. Ja, die mit uns und für uns da sind.
If I can just leave you with even a little bit of understanding, please connect and use your guides. Also wenn es mir gelingt, dich ein kleines bisschen damit zu verbinden, dann ein Verständnis dafür in dir zu kreieren, dann bitte ich dich wirklich, verbinde dich mit deinen Guides. We believe that a lot of our Omakwa guides, spiritual guides, are families that are family members that have passed. Yes, and that are on the other side of the veil, helping us, guiding us. It's their sole purpose to help us reach our higher self. Und wir glauben auch daran, dass viele dieser Omakwas tatsächlich Ahnen von uns sind. Das heißt, verstorbene Familienmitglieder, die schon auf der anderen Seite des Vorhangs sind, am anderen Ende und die von dort aus uns unterstützen, weil es jetzt ihre Seelenaufgabe ist, dies für uns zu tun, uns zu leiten und uns zu unterstützen. So, this is an example of how I connect with my guides. I wake up in the morning, I give my gratitude, mahalo, mahalo, for all the things that I'm grateful for. I'm setting up the intention for my day. Okay, as I'm brushing my teeth, as I'm getting ready to go to work, I'm talking to them. Please be with me today. Any obstacles that I may face, I ask that you be there. I ask you to treat me with gentleness and have patience with me because I am not perfect. I also ask you to, that my faith is in your hands. Yeah, that I have trust in you to guide me through my day. I'm gonna pause. Also, und ich gebe euch jetzt mal ein Beispiel, wie ich das mache. Das fängt schon auf morgens, wenn ich aufwache. Ich beginne den Tag als erstes mit Dankbarkeit. Ich bedanke mich dafür, dass es einen weiteren Tag gibt und ich setze die Intention für diesen Tag. Dann bin ich beim Zähneputzen, dann bin ich schon dabei, mit meinen Omakwas, mit meinen Guides zu sprechen. Ich bitte Sie darum, mich auch heute wieder erneut zu begleiten, mich zu beschützen, mit mir zu sein, mich zu sanft mit mir zu sein, Geduld mit mir zu sein, mich zu führen und ich lege mein Schicksal in Ihre Hände. I get into my car. As I get into my car, I tell my Omakwas, bubble me up. Yeah, bubble me up, protect me as I leave my house and I'm going into my day. I also ask them, please show me a path. What is the best path to take to my work right now? I'm open, I'm inviting them in, is what the key is. Und dann lade ich Sie wirklich ganz bewusst ein, mit mir zu sein. Ich bitte Sie, bitte hüllt mich ein in eine Blase des Schutzes. Bitte zeigt mir den richtigen Weg, den ich heute nehmen soll, um zur Arbeit zu kommen. Also der Schlüssel ist wirklich dieses ganz bewusste Einladen, dass Sie mit dir sind den Tag über. Another way I use my Omakwas is I ask them, like, for instance, if my 16-year-old is going out with her friends, I'm telling my Omakwas, my guides, please tell her guides, help her make good decisions. Yes, that she can be safe and protected wherever she goes. Whatever happens, that you will be there. So I'm telling my Omakwas to tell her Omakwas. You can use them like that. Even if you have a problem with someone. I have a problem with my husband. Please, Omakwas, please tell his Omakwas to try and make an opportunity for us to talk and resolve. Eine weitere Möglichkeit, wie ich mit meinen Omakwas kommunizieren kann, indem ich mich zum Beispiel, wenn es um meine Tochter geht, dann bitte ich meinen Omakwa mit dem Omakwas meiner Tochter in Kontakt zu gehen und diese zu bitten, doch bitte dafür zu sorgen, dass meine Tochter, wo immer sie gerade hingeht, gute Entscheidungen trifft, immer geführt ist und geschützt ist. Oder wenn ich vielleicht ein Problem mit meinem Mann habe, dann bitte ich meine Omakwas mit den Omakwas meines Manns zu kommunizieren, dass es Gelegenheiten kreiert werden, damit wir das Thema auflösen können, damit wir wieder ins Gleichgewicht kommen. Das ist eine weitere Möglichkeit, von Omakwa zu Omakwa in Kontakt zu treten. These are just some examples that I want to
hopefully give you so you can practice. Because just like a friendship, yes, if you work on that connection with that friend, you call her every day, you talk story with them every day, it fortifies a bond. It makes it easier to connect with them. Ich gebe dir hier einfach diese Beispiele, weil es geht einfach darum, das tatsächlich in eine tägliche Übung übergehen zu lassen. Das ist wie mit einer Freundschaft. Eine Freundschaft will täglich gepflegt sein. Du telefonierst vielleicht täglich mit deinen Freunden. Es ist etwas, und jeder Kontakt, den du hast, und je häufiger du den Kontakt hast, umso stärker wird diese Verbindung. Und so ist es auch mit deinen Omakwas. Je mehr du in Kontakt gehst, je mehr du in die Kommunikation gehst, umso tiefer wird diese Verbindung mit deinen Omakwas. So, one of our last tools that we would like to give you, 2 hours just flew by, it's flying, is how to connect with your Omakwa. If you can imagine your Omakwa in this big room, kind of just sitting around, just waiting for you to use them, to engage with them. Maybe they're giving you, whole Ilona signs, and they're maybe whispering in your ear, but you're not hearing them. You're not connecting with them. So this is a very, in my opinion, simple exercise. And of course, this, you have to ho'oma'ama'a, practice, yeah? Like that friend, you have to keep making that connection. You have to keep talking with them. And then pretty soon, you're going to receive something back. Also ich gebe euch jetzt noch ein weiteres Werkzeug, eine weitere Übung. Stell dir einfach vor, es gibt da einen großen Raum, und in diesem großen Raum sitzt dein Omakwa. Dieser Omakwa wird von dir nicht in Anspruch genommen. Er sitzt da und langweilt sich mehr oder weniger. Und es geht einfach darum, vielleicht hat er Botschaften für dich, vielleicht versucht er schon die ganze Zeit mit dir in Kontakt zu treten, aber du kannst es einfach nicht hören oder ihn nicht sehen. Du kannst die Zeichen, die Alonas, die er dir schickt, nicht wahrnehmen. Es ist, wie ich gerade schon gesagt habe, es braucht Ho'oma'ama'a. Du brauchst einfach Übungen, um diese Verbindung aufzubauen und auch zu empfangen, was du an Botschaften bekommst. Und dafür ist diese Übung jetzt gedacht. Mahalo, Manamel. So we suggest a small, I'm just going to go over it. We're not going to do it right now. I'm just going to explain it to everyone. Ich führe dich jetzt da einfach erstmal nur durch die Erklärung durch. Wir werden das jetzt nicht durchführen. Ich leite dich einfach durch die Schritte und erkläre ein bisschen, was gemeint ist. So we suggest write a journal every time you do this, so you can see the progression. It's not like, oh, I've done this 3 times and nothing has happened. Little details, pay attention. Also wann immer wir empfehlen dir wirklich ein Tagebuch zu führen, und wann immer du diese Verbindungsübung machst, schreib dies auf, was du wahrgenommen hast. Und hör nicht gleich nach dem 3. Mal schon wieder auf, weil du vielleicht nichts wahrgenommen hast, sondern bleib dran. Schreib wirklich auch die kleinsten Wahrnehmungen auf, die du hast. Und dann siehst du vielleicht mit der Zeit, dass sich doch etwas verändert, und wenn es noch so klein ist. First, go to a space where you're not going to be distracted, that you could actually focus, yes? And you are going to start by relaxing and taking deep breaths. Also als erstes suchst du dir natürlich einen Ort, an dem du ungestört bist. Und wie immer fängt es damit an, dass du dich entspannst, dass du zur Ruhe kommst und ein paar tiefe Atemzüge nimmst. Then, after you are relaxing, our next suggestion is create a space in your mind. Okay, now everyone's is different, all right? Sometimes if you don't know what that is, I always tell my students to think of a big black movie screen, And like you're sitting in the theater and it's a black movie screen, picture that in your mind. Und der nächste Schritt ist, diesen Raum in deinen Gedanken zu schaffen, in deinem Kopf zu schaffen. Ja? Und wenn du vielleicht Schwierigkeiten hast, dir das vorzustellen, ich gebe meinen Schülern immer die Empfehlung, stell dir einfach einen großen, schwarzen Kinoleinwand vor. Eine Kinoleinwand. Now, if you're,
if you meditate and you're pretty good at visualization, it doesn't have to be a black movie screen. It could be you're on the beach and the palm trees are there and the breeze is flying through. Whatever makes you feel relaxed and safe in your mind space. That is what you are going to picture. Also, wenn du schon gut bist und Übung hast im Meditieren und auch gut im Visualisieren bist, muss es natürlich nicht die leere Kinoleinwand sein. Du kannst dir natürlich vorstellen, du bist am Strand, die Palmen sind da, der Wind weht, was auch immer dazu führt, dass du einen Raum kreierst, in dem du dich entspannen kannst. For me, I'm just going to share my mind space. I'm not sure if you know the movie Forrest Gump, and he's at the bus bench. That is my mind space, that bench. I sit on that bench. And the key to this is to make sure that you have room for your Omakwa to come in. So sometimes it's a really big bench because there's several Omakwas that are going to come in. So always make room. If you're on the beach, make sure you have another beach chair for your Omakwa. Yeah? Also ich teile jetzt mal mit euch, was meine Vorstellung ist. Ihr kennt ja vielleicht den Film Forrest Gump und erinnert euch vielleicht an diese Szene, wie er immer an dieser Bushaltestelle sitzt und sich dann immer die Leute zu ihm dazusetzen. Meine Vorstellung ist also eine Bushaltestelle mit einer Bank und dann ist aber auch ganz wichtig, dass das eine große, lange Bank ist, wo viel Platz ist, weil manchmal sind da ganz viele Omakwas, die zu dir kommen wollen. Also sorge auch dafür, dass wirklich dann in deiner Vorstellung auch Raum ist. Das heißt, wenn du diesen Strand dir vorstellst, dann stell dir auf jeden Fall noch einen weiteren Strandstuhl vor, einen Strandsessel oder ein weiteres Handtuch vor, wo auch wirklich Platz ist, wo jemand Platz nehmen kann. The next step, we say, ask your guide telepathically in your head to come near. So Hawaiian culture, we're like, "Hoi, you guys want to come over? Come." And what do? We start cleaning up. Maybe we're going to set another place on the table for them because they're going to eat with us. Maybe we're going to, change the sheets, get the bedroom ready. So that's kind of like what we're doing. We're calling them, we're making room for them to come in. Und dann bittest du deine Guides im Geiste, doch zu dir zu kommen. Du lädst sie ein, wie auf Hawaii würden sagen, Hui, aloha, come over. Lade sie zu dir ein. Und dann ist es tatsächlich so, als würdest du Freunde in dein Haus einladen. Du räumst auf, du machst den Kaffeetisch fertig, du machst alles schön. Wenn du jemanden über Nacht einlädst, dann beziehst du die Betten neu, du räumst auf und sorgst dafür, dass dein Gast sich wohlfühlt. Und das ist in der Vorstellung genau das, was du machen möchtest. So you invite them into your mind space, whether you're on the beach in the beach chairs, whether you're on the Forrest Gump bench, you make room for them, yes? And you tell them to enter. But when you ask, it's like this humility in yourself because you are asking whether, even if you just want to talk story, maybe you don't have a problem, but just you want to connect, but you humbly ask them to come, sit with me. Und dann lädst du sie in deinen Gedankenraum ein, was auch immer das ist. Ob das jetzt am Strand ist oder ob das auf die Bushaltebank ist. Und es geht um die Art und Weise, wie du sie einlädst. Es ist diese höfliche, demütige Bitte, die mögen doch bitte zu dir zu Besuch kommen. Also sei da ganz bescheiden und lade sie zu dir in deinen Raum ein, den du für sie vorbereitet hast. Now this part, okay, this is when the practice comes in. You might not get anything at first. You will get a sign that your Omakwa is present. Do not push, just be. Push, no ego, no self-doubt. Surrender to the feelings, to the visions, to the intuition, to the download. No expectations, just be open-minded. Und jetzt kommt der wichtige Punkt, wo es wirklich ein bisschen Übung brauchst. Sei ganz offen. Hab keine Vorstellung davon, was passiert. Lass dein Ego ganz beiseite. Hab keine Vorstellung. Sei ganz offen für was auch immer dort kommt. Lass deinen Zweifel beiseite. Dränge nicht.
sondern gib dich ganz deinen Gefühlen, den Visionen der Intuition. Das Wichtigste ist, dein Mind, dein Geist ganz offen zu halten. Hab keine Vorstellung von dem, was passiert. You're muted, Kumu. Kalamai, it wouldn't let me unmute. So now pay attention to your mind space. It may start to shift. Maybe the colors are different. Maybe it's getting brighter. That's all signs, yes? Maybe something is added into that mind space all of a sudden. That is a sign that your guide is present, that they're there. Und dann achte darauf, was passiert in deinem Gedankenraum. Es wird sich vielleicht etwas an der Farbe ändern, vielleicht ändert sich die Helligkeit. Es wird irgendeine Veränderung, eine vielleicht winzige Veränderung geben, die dir anzeigt, dass deine Führer, deine Guides anwesend sind. Now, when you see them, ask what you want to ask. If you're asking for help, if you're asking for guidance, remember to have humility when you ask, not like, I need this now. No, like, I humbly ask you, please, I need help with this decision. I'm in between. I'm not sure what to do. I'm open to anything that you have to offer me. Speak to them as if you're talking to like an elder, like a kupuna. Und wenn du dann dieses Zeichen für die Anwesenheit hast, dann stellst du deine Frage oder vielleicht möchtest du ja auch um Hilfe bitten. Aber auch dann geht es wieder darum, das mit dem nötigen Respekt und mit der nötigen Bescheidenheit zu machen. Also du forderst das nicht ein, sondern du bittest bescheiden darum, bitte hilf mir bei dem und dem Problem. Also und von dem, wie du dich ausdrückst, stell dir einfach vor, du sprichst zu einer älteren Person. Ja, also zu einem Ältesten, zu einer Respektsperson und sei einfach immer in dieser Bescheidenheit. Now that you're connecting, be open to the downloads. This is what we're calling the downloads that come through. They might give you images. They might, all of a sudden you smell something that like reminds you of your grandmother. You know, there's, again, no expectations. Yes. You might even hear something. You might even hear like a melody of a song. All of a sudden you start humming it. That is a download. Und dann sei wieder einfach ganz offen. Sei offen für das, was passiert. Du wirst in irgendeiner Form eine Reaktion bekommen. Vielleicht bekommst du einen Gedanken oder ein Bild in deinen Geist projiziert. Das ist dann der Download. Vielleicht hörst du etwas, vielleicht hast du eine plötzliche Erinnerung an jemanden oder etwas. Vielleicht kommt dir plötzlich ein Lied in den Sinn und du kannst gar nicht mehr aufhören, das vor dich hinzusummen. Sei da einfach aufmerksam, aber auch wieder ganz offen, was auch immer es sein mag, was da zu dir, wir nennen das einen Download, ein Herunterladen, was sich dir da zeigt. Sei einfach offen. Sit with their teachings. Sit with their teachings. See what they have to say to you. Pay attention. Feel it out. And then when you are ready, Ja, und dann sei einfach aufmerksam. Bleibe in der Verbindung und sei einfach aufmerksam. Höre, mit welchem Kanal auch immer ihren Lehren zu. Sei da und harre aus. And when you are ready to close the session, the connection, always thank them. Thank you so much for your guidance and your Ike. And I ask that you will always walk and guide me. Und wenn du dann bereit bist, die Verbindung zu beenden, dann bedanke dich immer. Sei immer dankbar dafür, dass sie dich geführt haben, dass sie dir Bilder gezeigt haben, ihre Weisheit mit dir gezeigt haben. Einfach, dass sie mit dir gewesen sind. Drücke diesen Dank aus. Sei dankbar. That's just one of the exercises that we do to help us connect with our guides, with our Omakwas. Yes.
Yeah, I could go on all day, but I'm not going to. If you want more information, we have classes, our Ho'oponopono classes. We go into length about the Hawaiian process of Ho'oponopono, and then we have our Lomi Lomi classes. Mahalo for your kind attention. Das war jetzt einfach nur noch mal ein weiteres Werkzeug, das wir dir an die Hand geben wollen, um dich zu verbinden, in diese Verbindung reinzukommen. Und ich könnte jetzt den ganzen Abend weitermachen. Es gibt so viel zu teilen, aber du kannst auch mit uns weiterlernen. Wir bieten Unterricht an, wir haben verschiedene Klassen zu Oponopono, zu Lomi Lomi, zu verschiedensten Themen. Verbinde dich einfach mit uns und dann teilen wir die Informationen mit dir sehr gerne. Vielen Dank fürs Zuhören. Hi, mahalo Kumu Kahilani for guiding us through this. And if any of you needs some input or if you have some questions that you're not clear with, you know, after we speak for today's class interview, go ahead and contact Alicia and she can contact you to us. You can send us an email or something like that. Genau, und wenn jetzt noch Fragen sind, wenn du etwas wissen willst zu dem oder nicht verstanden hast, was wir hier gemacht haben oder mehr Informationen haben möchtest, du bekommst ja auch die Aufnahme, die du dir immer wieder anguckst, dann scheu dich nicht, mit uns in Kontakt zu geben. Unsere Kontaktinformationen werden dir von Alicia ja weitergegeben. Wir haben eine Webseite, da gibt es eine E-Mail-Adresse. Du kannst uns schreiben, du kannst uns auch immer in Deutsch schreiben, du musst nicht in Englisch schreiben, du kannst auf Deutsch schreiben. Genau, und dann stell einfach deine Fragen. Oder wenn du ein Feedback hast oder Input geben willst, dann schreib uns einfach. Geh in Kontakt mit uns. Vielleicht magst du noch die Webseite hier in den Chat posten. Ich werde sie dann später noch in die Gruppe und unter die Aufzeichnung posten. Aber für alle, die es nicht abwarten können, könntest du hier schon mal in den Chat die Webseite schreiben. Ja, mache ich gleich. Ich kopiere sie gleich rein. Moment. Dankeschön. Yeah, thank you so much for this abundance you shared with us. It was really abundance pure. So many great exercises, so many great tools we can use in our daily life. And it's so important to have this knowledge because everybody of us knows we are in the time of change. It is very challenging right now. And so it's so important that you share your deep wisdom, and I'm so grateful that you did it here with us. So thank you, thank you, thank you, thank you. Mahalo. Mahalo. Alicia, is it possible? I saw someone's hand up for a really long time. Is it possible to answer questions? Hast du eine Frage, Verena? Nein, war ein Versehen mit der Hand. No, she doesn't have a question. It was okay. Ich habe es mir schon gedacht. Ich kenne das, auf irgendwelche Tasten zu kommen. Ja, ihr Lieben, ich habe mich gerade nochmal bedankt bei den beiden. Ich finde es so wunderbar, dass sie hier waren, dass sie so viel, also ich habe gerade zu ihnen gesagt, so viel Fülle mit uns geteilt haben. So viele tolle Werkzeuge für den Alltag und genau darum geht es ja, dass ihr wirklich eure Werkzeuge habt für diese herausfordernde Zeit, um wirklich bei euch zu bleiben, um in Verbundenheit zu bleiben, um offen zu bleiben, um gereinigt zu sein. Also wenn wir hier so eine breite Fülle alleine hier in diesem Medizinkreis heute bekommen. Und ich freue mich sehr, dass ihr alle dabei wart. Ich freue mich sehr, dass wir hier lernen durften. Danke auch dir, liebe Inge, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du auf eine wunderbare Art und Weise das hier wirklich als Brücke übermittelt hast. Man spürt auch deine Energie. Das war wundervoll, wie du das gemacht hast. Also danke von Herzen an euch alle. Is it okay if we end in Pule, in prayer? Mahalo, mahalo. Very Hawaiian style, we begin in prayer and we end in prayer. So this Pule is called Pule Ho'ola. It's a blessing prayer. Yeah, everything I wanted for my kids that I felt for them, I wrote in this Pule. And I hope that I could project to each and every one of you. Mahalo.
Also wie immer ganz hawaiianischer Stil. Wir beginnen im Gebet, wir enden, wir schließen im Gebet. Und das ist ein Gebet, das ist ein Segen für euch. Das ist ein Segensgebet, das ich für meine Kinder mal geschrieben habe. Und ich möchte das jetzt für euch aussprechen. Vielen Dank. Nana Alicia, Omakwa aloha ku ae hola iko kino e ola loano e apo malie iho I ke ola I paola nei ke ola kinoa he no na kaua kau. He mauli ola koe ho inana I hau oli oia po mai ka ia no me ke ola maluhia vai no. Amama uanoa lele vale. Mahalo, mahalo. Vielen herzlichen Dank. Danke an euch fürs Zuhören. Mahalo na Kumu, mahalo Alicia. Vielen, vielen Dank, dass wir hier sein durften. Danke, 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 mahalo. Ein sehr schöner Abend bei euch morgens. Very beautiful evening in your time, morning. So thank you again. I hope to see you again. Aloha an euch alle. Einen schönen Abend.